Mein Ratschlag für Bewerberinnen und Bewerber wäre ganz simpel: just do it. Also mich hat in erster Linie die Offenheit des Programmes angesprochen, also dass man zur Teilnahme am Programm keine formelle Lehrpraxis oder keine formelle Lehrerfahrung benötigt hat. Ich habe zwar Germanistik studiert, aber auf Diplom, das heißt, ich habe nie einen Lehrberuf ausgeübt. Ich war lange Zeit im Projektmanagement und wollte aber immer so gern nach Amerika und dachte mir, das kann eine gute Chance sein und habe mich dadurch angesprochen gefühlt. Es ist gestanden, österreichische Staatsbürgerschaft, passt, check, die habe ich. Und was mich gefreut hat, dass eben gestanden ist, Germanistik ist zwar nicht notwendig, aber kann helfen. Dann dachte ich mir, ja passt, da hätte ich noch eine Voraussetzung und ich habe es dann einfach probiert und es hat geklappt. Also ich muss gestehen, zu Beginn hatte ich natürlich etwas Sorge zu unterrichten. Mit bin ich eine gute Lehrerin? Kann ich wohl meine Sprache auch gut an ausländische Studierende weitervermitteln? Aber dadurch ich ein sehr authentischer Mensch bin mit einer großen Passion, dachte ich mir, okay, ich trete einfach authentisch auf und ich werde einfach meine Leidenschaft für mein Land und für meine Sprache weitergeben. Und das hat dann tatsächlich funktioniert. Also ich habe mir dann das Feedback von meinen Studentinnen und Studenten nach dem ersten und dem zweiten Semester angesehen und was besonders von ihnen hervorgehoben wurde, war eigentlich genau diese Authentizität, diese Leidenschaft, diese Passion, die ich gehabt habe, meine Geschichten, meine Erfahrungen mit meiner Sprache, auch in meinem Land, weiterzugeben. Und das hat eigentlich funktioniert und dadurch kann ich nur jeden wirklich motivieren, auch in diese Richtung zu gehen. Also zuallererst habe ich natürlich viele meiner Vorgängerinnen kontaktiert, die auch an der Bowling Green State University waren, damit sie mir mal einen Einblick geben, wie sieht denn diese Lehrtätigkeit vor Ort überhaupt aus. Also das Stipendium war ja für Teaching Assistants. Ich habe dann erfahren, dass es in meinem Fall keine Assistance ist, sondern tatsächlich Primary Teaching, das heißt Lehrerin im Klassenzimmer 4-mal die Woche. Das hat mir dann natürlich ein bisschen eine Panik aufkommen lassen, weil ich mir gedacht habe, oh mein Gott, wie soll das gehen? Aber die Erfahrungen von meinen Vorgängerinnen haben mir das sehr, sehr geholfen, mich einmal auf das Setting einzulassen. Und danach habe ich mich mal über YouTube und Literatur natürlich schlau gemacht. Wie unterrichtet man Deutsch als Fremdsprache? Was gibt's für Tricks? Wie kann man den Unterricht lebendig gestalten? Dann habe ich ein bisschen in meinem Umfeld geschaut und ich hatte das Glück, dass ich einen Bekannten habe, der Didaktikprofessor war, der mir an einem Vormittag einmal so die Grundlagen der Didaktik näher gebracht hat. Das hat mir sehr geholfen und der hat mir auch erzählt, wie man den Unterricht quasi lebendig gestaltet. Und da habe ich mir sehr viele Tipps und Tricks mitnehmen können. Und einmal habe ich mir einen Nachmittag Zeit genommen und habe mich in die Bücherei Moser in Graz gesetzt und habe mir einfach alle Deutsch- als Fremdsprachenbücher mal durchgelesen, um ein bisschen ein Gefühl für Übungen, für Spiele, für Aktivitäten zu bekommen. Das hat mir sehr geholfen. Und schließlich gab es natürlich auch einen großen Support von meiner Universität, also von der BGSU, dass einfach alle Personen, also alle neuen FLTAs auch Zugang zu den Materialien der Vorgängerinnen und Vorgänger haben, sodass man wirklich schon aus den Vollen schöpfen kann und nicht das Rad von vorne erfinden muss. Also ich habe eine sehr spannende Erfahrung gemacht an meiner Universität. Und zwar war ich ja nicht nur Lehrerin, sondern auch Studentin dort und war teilweise schon ein bisschen gestresst. Das heißt man muss auch immer was Neues vorbereiten, man muss sich selbst auf seine eigenen Kurse vorbereiten. Und dann gab es natürlich den einen oder anderen Tag, wo man dann schon gestresst zur eigenen Klasse quasi hinrannte und völlig energielos war und sich gedacht hat, oh, wie wird der Unterricht? Kann ich da jetzt wirklich so viel Energie geben wie sonst? Und es war dann immer eine total super Erfahrung, weil jedes Mal, wenn der Unterricht vorbei war, habe ich mich besser gefühlt als davor. Das heißt, ich habe nicht nur meine Studenten und meine Studentinnen irgendwie mit Energie beflossen, sondern sie haben das Gleiche mit mir gemacht. Also mir ist es danach oft wirklich gut gegangen. Ich bin total happy aus meiner Klasse rausgegangen und da habe ich mir gedacht, unterrichten ist doch vielleicht doch gar nicht so schlecht.
Also von dieser Perspektive hat es mir sehr gut gefallen und könnte mir vielleicht auch vorstellen, wieder in diese Richtung zu gehen. Dadurch ich schon einen Executive MBA in Amerika gemacht habe und jetzt auch als Studentin auch die Erfahrung an der BGSU gemacht habe, war ich schon ein bisschen vertraut mit dem amerikanischen Bildungssystem und es ist ja doch ein bisschen anders als bei uns. Was mir einfach sehr zuspielt, auch meiner Persönlichkeit zuspielt, ist einfach dieses Agieren auf Augenhöhe. Also, dass man mit den Professoren, mit den Professorinnen wirklich auf Augenhöhe agiert. Das war bei meinen Lehrenden so und ich habe es mit meinen Studierenden eben genauso gemacht. Dieser unheimliche Servicecharakter, den die amerikanischen Universitäten bieten, das ist natürlich enorm. In Österreich fühlt man sich ab und zu mal so allein auf weiter Flur, aber in Amerika ist natürlich diese Hilfestellung, dieser Servicecharakter total groß. Also das ist was mir und meiner Persönlichkeit sehr entgegenkommt und was ich auch selbst gemerkt habe und das trifft wahrscheinlich in Amerika genauso zu wie in Österreich, ist, dass es immer auf einen selbst ankommt. Je größer die eigene Leidenschaft ist zu unterrichten, je mehr Interesse man auch an den Menschen hat und an dem eigenen Fach, das man unterrichtet, desto besser werden die Inhalte natürlich auch von den Studierenden angenommen. Und jeder von uns, glaube ich, kennt diesen einen Lehrer oder diese eine Lehrerin, die den Unterschied gemacht hat in der Schule. Von der man sagt, ja, die Person, die war super, weil. Oder dieser Lehrer hat mir viel beigebracht, weil. Und ich glaube, egal in welchem System man ist, ob man jetzt in einem amerikanischen System ist oder in einem österreichischen System, ich finde, es ist wichtig, sich selbst immer klar zu machen oder sich vor Augen zu führen, ich kann den Unterschied machen. Ich kann den Unterschied machen, dass meine Studentinnen und Studenten das Fach mögen und vielleicht weiter betreiben, diese Sprache lieben lernen und vielleicht weiter studieren oder nicht. Und das war eine schöne Erfahrung, die ich dort machen durfte. Ich habe pro Semester 3 Graduate-Kurse besuchen müssen und ich konnte da wirklich aus einem Blumenstrauß an Möglichkeiten wählen. Und ich habe mich aufgrund meines persönlichen Interesses dann sehr in Richtung Business orientiert. Das heißt, ich habe einen MBA-Kurs zu Topics in Leadership und Management gemacht und hatte auch die Möglichkeit, einen Doktorkurs zu besuchen im Feld von Organizational Development und habe dort den Kurs über die Use of Self besucht, was total spannend war, sich wirklich mit sich selbst als Leader auseinanderzusetzen. Und auch das Positive war, dass aufgrund dessen, dass das ein Doktoratsstudium war, natürlich die Mitstudierenden, die Kolleginnen und Kollegen auch schon ein bisschen älter waren und daher das für mich auch ein bisschen besser gepasst hat. Und ein Kurs wurde uns von der Universität nahegelegt, vor allem für diese Teaching Assistants. Das war ein Kurs über Teaching Methods in World Language Classrooms. Und auch wenn der Kurs sehr fordernd war er unheimlich bereichernd, weil ich einen total neuen Blick aufs Unterrichten bekommen habe und auch extrem viele Ideen, wie man den eigenen Unterricht gestalten kann. Also das war eine tolle Erfahrung. Und im zweiten Semester habe ich mich auch wieder in Richtung Organizational Development orientiert. Da hat es einen Executive MBA-Kurs gegeben über Facilitating Collaborative Change. Und das war auch ein toller Kurs, weil das eben aufgrund dessen, dass er Executive MBA war, halt wirklich die Menschen dabei waren, die schon im Berufsleben stehen. Und dadurch haben sich auch 2 Freundschaften ergeben mit 2 amerikanischen Mädels, die bis jetzt noch hält. Und das war auch eine super Bereicherung. Mein Tipp für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer: Der große Tipp wäre wirklich, werde Teil der Community. Wie geht das? Da gibt's ein paar Möglichkeiten. Also das erste wäre wirklich, schau, dass du in die Veranstaltungen des International Office reinkommst oder dass du an diesen teilnimmst. Also International Office bietet wirklich so viele Gelegenheiten zu connecten, dass du wirklich nicht alleine dort ankommst, wenn du beginnst. Ja, und wenn ich schon von den Amerikanerinnen und Amerikanern spreche, zu connecten, also meistens auf den Universitäten ist man ja nicht die einzige Teaching Assistant, sondern es gibt ja auch noch mehrere. In meinem Fall zum Beispiel hat es noch eine Amerikanerin und einen Amerikaner gegeben, die beide also German Teaching Assistants gewesen sind. Und gleich gegenüber von unserem Office waren auch die spanischen Teaching Assistants. Das heißt, mit denen
kommt man automatisch in Kontakt, auch über gleiche oder ähnliche Lehrveranstaltungen. Oder man trifft sich im Flur und dann einfach hingehen und sagen, hey, du bist auch Teaching Assistants. Und meistens sind ja auch die amerikanischen Teaching Assistants neu in diesem Jahr auf der Universität. Das heißt, die suchen eigentlich genauso Anschluss. Dann, wenn man sich für Kirche, Religion interessiert, dann ist Amerika da sicher auch ein guter Nährboden. Also in meiner Kleinstadt war, glaube ich, an jeder Ecke eine Kirche und die Community dort ist total freundlich und offen. Wenn du hinkommst, also wenn du nur die Messe besuchst, sind sie schon so freundlich. Und wenn du dann zum Beispiel sagst, okay, du wirst vielleicht gern mitarbeiten, dann würden sie dich unheimlich freuen. Last but not least, wenn man kein International Office hat, wenn man keine amerikanischen Teaching Assistants hat, wenn man nicht in die Kirche gehen will, dann bleiben immer noch die zigtausend Clubs, die Unis anbieten. Also die Unis haben für jede Sportart, für jedes Interesse einen Club. Also so war es zumindest bei meiner Uni. Ob das jetzt ein Sportclub ist, eben ein Schwimmclub, ein Malclub, was hat's noch gegeben? Fechten, Gitarre spielen, singen, performen, tanzen. Also da gibt's auf jeden Fall jede Menge, wo man connecten kann und wo man definitiv nicht alleine ist. Mein Ratschlag für Bewerberinnen und Bewerber wäre ganz simpel, just do it. Also wirklich einfach reinspringen, versuchen, sich nicht zurückhalten zu lassen von Dingen wie, oh, das kann ich vielleicht noch nicht oder da bin ich nicht gut genug. Also wirklich, nehmt euch ein Beispiel an mir, eine Person, die nicht Englisch studiert hat. Also ich habe das letzte Mal Englisch eigentlich in der Schule gehabt. Auch wenn man da noch nicht so gut ist, bewerben. Wenn man keine Lehrerfahrung hat, bewerben. Also ich glaube, wenn man einfach die Passion hat, sein eigenes Land, seine Sprache zu repräsentieren, dann sollte man auf jeden Fall den Schritt wagen.